Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ja, heute habe ich etwas vor. Ich bin inspiriert von diesem Tulpen. Ich habe sehr, sehr viele zu Hause und die gucken mich alle an. Ich mag hier diese schönen Muster, die hier drin sind. Diese tollen Blattformen auch und die inspirieren mich jetzt. Und die passen auch so wunderbar zu der Technik, die wir gerade immer durchnehmen. Also das Fließen lassen mit möglichst nicht so viel Material. Da gibt es halt ganz viele Alternativen, die man nutzen kann. Und ja, genießen wir jetzt also einfach mal eine bunte Malerei. Was auch immer dabei rauskommen wird, ich weiß es im Moment noch gar nicht. Und ja, ich lasse mich selber überraschen und also fange ich jetzt einfach mal an. Schön, dass du da bist und viel Spaß jetzt mit dem Video. Nimm dein Wasser, mach ihn nass. Ich fange wieder mit der flüssigen Farbe an. Immer gut schütteln. Ja, Deckel ab und dann rein ins Vergnügen. Die Muster meine ich. Das sieht doch schon toll aus. Halte das im Hinterkopf. Also das kannst du ja auch nachher oben drauf setzen nochmal. Ich will aber jetzt natürlich erstmal in die Malerei kommen und deswegen verteile ich hier die Farbe. Grün ist für mich jetzt erstmal so ein neutraler Farbton. Da kann ich viel zu kombinieren und was ich nachher davon sehen werde, das weiß ich noch gar nicht. Jetzt Orange auf das Weiß, halb auf das Grün. Ja, gezielt getroffen, sag ich mal. Schau dir das an, das sieht aus wie so ein Blatt. Ich zeige dir das mal von nahen. Hier kannst du das sehen, du siehst jetzt richtig, wie die Farbe läuft. Also wie zieht die Farbe sich mit. Das sind alles Erfahrungswerte, die du hier sammelst. Jetzt nehme ich wieder einen Spachtel, hier ist aber noch Grün drauf und das wische ich jetzt ab. Deshalb ein paar Tücher ruhig hinlegen immer. Und jetzt wieder die Farbe, ja, so ein bisschen schmeißen ruhig. Ziehen, schmeißen und experimentieren, entdecken. Toll. Also was für tolle Muster da entstehen. Jetzt habe ich meine feste Acrylfarbe selber flüssig gemacht. Bei Weiß funktioniert das immer sehr gut. Weiß ist deckend. Und ja, jetzt kannst du natürlich auch die verdünnen, kannst sie aber auch dünn kaufen. Das ist schon ein Unterschied hier von der Konsistenz her. Also da musst du einfach selber schauen, wie du am liebsten arbeitest mit der Farbe. Ja, ich mag das, wenn die Farbe hier so schön verläuft. Jetzt sind das schon mehrere Farben, die so sich ineinander ziehen und ja, das erinnert mich so an die Blätter der Tulpe, wenn dann auch diese mehreren Farben in den Blattspitzen auch sind. Kann hier aber schön drin abtauchen und mich so einmalen. Das ist hier Türkis. Du siehst, da gibt es Unterschiede. Die läuft nicht so schnell. Also hier drunter ist es nass, aber die Farbe läuft eben nicht so schnell wie die andere, wo es dieselbe Firma ist. Da gibt es immer auch Unterschiede. Der Farbton gefällt mir gut. Und ich nehme jetzt hier einfach mal die Fläche auf. Ich will jetzt nicht mehr in diesen kleinen Formen arbeiten, sondern jetzt mal ein bisschen Fläche machen.
eben ein bisschen geföhnt, ist noch ein bisschen klamm, aber ich arbeite jetzt trotzdem weiter. Zu den leichten, luftigen Farben möchte ich ein bisschen Bodenständigkeit, ein bisschen Erdung. Ja, das ist so ein Gefühl, ne? Himmel und Erde und Frühlingsblumen. Das macht sich, ja, das kannst du ausdrücken, auch anhand der Farbtöne natürlich. Ich mag im Moment lieber die dunklen Töne, also hier ein Meeresgrünblau. Das finde ich jetzt ganz gut. Ich muss auch immer an eure Kommentare denken, was ihr reingeschrieben habt. Also viele Satellitenbilder und was ihr so gesehen habt an den Bildern. Das erinnert mich jetzt natürlich auch gerade sehr daran. Mutig sein, Schwarz dazugeben, ja, Gabi, auch das Schwarz natürlich, das gehört dazu, finde ich. Und schau dir mal an, wie schön das fließt. Auch in den Tulpen, wenn du dir die mal anschaust, da sind oftmals ganz, ganz dunkle Töne drin am Beginn, am Stiel der Blüte. Das sind jetzt genau die Stellen, die ich dann auch so lassen möchte, wo es sich alleine entwickeln kann und ja, ich das beobachten kann. Hier oben ziehe ich das noch ein bisschen weiter. Das macht auch Spaß, die Farbe so ein bisschen mit dem Pinsel dann nochmal zu bewegen und ineinander zu ziehen. Das Ganze bringt mir jetzt Leichtigkeit, aber auch so eine gewisse Bodenhaftung bringt das mit sich. Das passt gerade.
das war's schon. Das ging recht zügig, aber jetzt kann ich auch erstmal gar nicht weiterarbeiten. Und ich lasse das jetzt so trocknen, gucke mir das an und entdecke dabei schon so viele schöne, tolle Muster, so viele tolle Grüntöne, weil das Gelb und das Orange dann noch drunter ist. Also hier ist es so orange und ich sehe gerade durch die Kamera ist es gar nicht so grün und orange. Das verfälscht so ein bisschen, aber sieht auch so gut aus. Also tolle Lagunen und eine wunderschöne Meereslandschaft mit ganz viel Erde dabei. Also hab ganz viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt geh an dein Werk, lass es fließen, lass Neues entstehen und genieße die Malerei. Und ja, schön, dass du da bist. Mach's gut. Tschüss. Hier habe ich auch wieder in einer Lasurtechnik gearbeitet. Die ist beschrieben auf Seite 26. Und ja, da geht es immer wieder darum, du kannst die Techniken mischen, aber auch so die Farbe im Untergrund nutzen, um erstmal überhaupt in die Malerei hineinzukommen, um dann eben darauf auch nochmal spielerisch zu werden und darüber die Effekte herauszuholen, die Farbe aus dem Untergrund wieder herauszuarbeiten. Und das hast du heute auch wieder gesehen. Jetzt aber noch einmal ganz herzliches Dankeschön an alle Spender auch. Vielen Dank. Ich wollte es zu Anfang schon gesagt haben, da habe ich es leider wieder vergessen. Aber ich freue mich darüber. Herzlichen Dank dafür. Das unterstützt mich natürlich genauso auch. Und danke für dein Like, danke für dein Abo. Und ich freue mich auf deinen tollen Kommentar und ich freue mich, dass wir so eine tolle Gemeinschaft hier sind. Also danke und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!